Ich will gar nicht, dass sie geht. Aber sie ist schon ganz aufgeregt. You're excited. Hoffentlich schafft sie es bis ganz weiterhin. Die Kapverden, jede Insel eine eigene kleine Welt. Hier gibt's Urlaub mit Lebensgefühl und mittendrin sind wir. Nina und Jonas. 460 Kilometer vor der Küste Senegals liegen die 15 Inseln. 9 von ihnen sind bewohnt. Und 4 davon werden wir bereisen. Los geht's auf der östlichsten Insel, Boa Vista. Es ist die Badeinsel der Kapverden. Die endlos langen Strände wissen aber nicht nur Sonnenhungrige, sondern auch Schildkröten zu schätzen. Aber die sind bedroht. Wir sind mit Kate verabredet. Sie kommt aus Großbritannien, ist Biologin und arbeitet bei der Turtle Foundation auf Boa Vista. Hoffentlich können wir etwas später, wenn die Sonne untergegangen ist, einige geschlüpfte Jungtiere sehen. Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Kate nimmt uns mit ins geschützte Areal zu den Schildkrötennestern. Es ist das Ende der Nistsaison. Die meisten sind schon geschlüpft. Ein Glücksspiel, ob wir diesen magischen Moment heute erleben werden. Kate hat Schlafsäcke für uns ins Auto gepackt, falls es die ganze Nacht dauert. Aber dann kommt alles ganz anders. Oh mein Gott! Sie kommen! No way! Yeah. Du kannst die 2 kleinen Köpfe sehen. Es bewegt sich. Sehr, sehr langsam. Wenn eine schlüpft, dann wird der Rest von ihnen auch getriggert zu schlüpfen. Und dann bekommst du einen kleinen Schildkrötenvulkan, der ausbricht. Fantastisch. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir müssen die ganze Nacht hier warten, bis irgendwas passiert. Und jetzt passiert was. Wir haben Glück, oder? Wir haben großes Glück. Die Nester in diesem Schutzraum wurden umgebettet von Stränden in der Nähe. So kann die Turtle Foundation die Entwicklung der Bestände erforschen und den Nachwuchs schützen. Die Schildkröten aus diesem Nest sind eigentlich schon vor 3 Tagen geschlüpft. Das Team schaut jetzt nach, ob noch Babys drin sind und ob überhaupt alle geschlüpft sind. Wirklich fit wirken die Kleinen aber nicht. Das ist wahrscheinlich... Lass mich sehen. Ich glaube, es geht ihr gut. Ich denke, wir haben sie nur beim Schlafen gestört. Sie sind seit 3 Tagen im Nest. Aber normalerweise, sobald wir sie in den Sand ans Meer setzen, wissen sie genau, was zu tun ist. Hallo. Kate, wie fühlt es sich an, sie ins Meer zu schicken, wenn du dieses ganze Plastik hier am Strand siehst? Es ist wirklich erschütternd. Wir haben diesen Strand in dieser Saison schon unzählige Male gesäubert. Und jedes Mal, wenn wir das machen, ist es nach ein paar Wochen wieder genau wie vorher. Alles, was wir tun können, ist, die Schildkröten so weit zu bringen, dass wir sie freilassen können. Ich will gar nicht, dass sie geht. Aber sie ist schon ganz aufgeregt. You're excited, huh? You are excited. So just put her Also here. setze ich sie einfach hier hin? Vollkommen in Ordnung. Sie wird den Weg selbst finden. Den 4 kleinen Nachzüglern steht eine große und aufregende Reise bevor.
Eine gefährliche Reise. Ihr Ziel ist es jetzt einfach, so weit wie möglich vom Strand und von der Küste wegzukommen. Die ganze Gegend hier ist voller Feinde für sie. Fische, Oktopusse, alle fressen Babyschildkröten. Sie sind also darauf programmiert, so weit zu schwimmen, wie sie können. Etwa 8 Stunden lang. Ich würde ihr ja so gerne helfen, aber die letzten Meter muss sie allein schaffen. Schwimm, schwimm, schwimm! Schwimm! Hoffentlich schafft sie es bis ganz weiter hinten. Jetzt bringen wir noch ein paar auf die Welt, oder? Sehr gut. Boa Vista hat aber noch viel mehr zu bieten als nur Schildkröten. Schöne Aussicht, das bedeutet Boa Vista übersetzt. Aber wo gibt's die schönsten der ganzen Insel? Die will uns Kapverdia Misael zeigen. Die erste Aussicht wird schön, aber auch skurril. Das geisterhafte Schiffswrack der Cabo de Santa Maria. Das war einmal ein moderner spanischer Frachter, bis zum 15. März 1968, als er hier strandete. Das wahrscheinlich beliebteste Fotomotiv auf Boa Vista. Eigentlich wollte das Schiff nach Brasilien, aber das Unglück, bei dem keiner zu Schaden kam, war für die Kapverdier ein glücklicher Zufall. Viele Leute haben sich davon profitiert, weil die haben geholfen zum Transportieren und viele von den Lebensmittelsäcken, viele von den feinen Getränke oder Oliven waren am Ende auf dem Tisch von den Kapverdianern. Und Überreste der Fracht liegen immer noch vereinzelt am Strand. Diese war immer noch eine von dieser Perrier-Flasche von damals. Von dem Schiff? Von dem Schiff, ja. Das ist Kohlensäurewasser auf eine spezielle Stelle in Frankreich und stellen da runter. Hier sind auch Saft, Symol. Ein schönes Design hatte das portugiesische Erfrischungsgetränk in den 60ern. Sehr spannend auf jeden Fall. Und man sieht auch, welche Kraft das Meer hat. Ursprünglich war der Frachter mal über 30 Meter lang. 2002 zerbrach das Schiff in 2 Teile. Wie lange die Überreste der Brandung wohl noch standhalten werden? Die nächste schöne Aussicht ist die Aussicht auf ein klassisch kapverdisches Dessert. Ziegenkäse mit Doce de Papaya, einer Art Papaya-Marmelade. In dieser Käserei wird der Ziegenkäse in Handarbeit hergestellt. Eigentlich wollte ich nur probieren, aber es wartet eine Herausforderung auf mich. Ich habe noch nie eine Ziege gemolken. Zum Warmwerden darf ich erstmal mit dem Nachwuchs kuscheln. Ziegen sind die idealen Weidetiere für die kargen Flächen der Insel. Dann wird's ernst. Kriegst das hin, Nina? Ich bin mir nicht sicher, Doch. ob die Ziege... Ja? Also, das Geheimnis hier ist festhalten so, mit der Hand Ja. so. 4 Finger, ein für die Daumen hier und ein bisschen mit den Daumen hier drücken. Ja. Okay? Und danach hier Druck machen. Mit diesem anderen Finger Druck machen. Versuch mal. Ah, Es nee. passiert nichts. Okay, so, schau mal. Also, nur hier unten. Ja. Es sieht so einfach aus. Ich habe Angst, dir weh zu tun. Nein, nein, es tut nicht weh. Glaube mir. Aber ihr habt das lange gelernt. Ja, richtig fest. Ja, so. Richtig fest. Ja, hat es geschafft. Ja, perfekt. Und freust du dich, dass die Nina dir hilft? Ja, schau mal. Hat gesagt ja. Hat gesagt ja. Er hat gesagt ja. Ja.
Wie fühlst du dich, Nina? Ich hatte total Angst, dass ich der Ziege wehtue. Und das dauert auch ziemlich lange. Hast du schon mal eine Ziege gemolken? Ich kann dir sagen, ich habe noch niemals irgendein Tier gemolken. So, ne? Ja. Ein bisschen, Daumen rein. Ein bisschen in den So? Ja. 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 Perfekt. Du bist ein Naturtalent. Ja. Die Milch für meinen Kaffee hier. Zeit, den kapverdianischen Ziegenkäse zu probieren. Schmeckt gar nicht so ziegig. Schmeckt relativ sehr mild. Sehr mild. Etwas salzig. Mild, salzig. Ja. Wir sind so Salz. Überhaupt nicht bitter. Und jetzt als kapverdische Spezialität mit Papaya-Marmelade. Cheers. Cheers. Ein bisschen Klatschi. Das ist eine gute Kombination, weil diese Marmelade ist so richtig schön süß, der Käse leicht salzig. Das ist perfekt. Ja. Sehr erfrischend auch. Gut gestärkt geht es zu unserer letzten schönen Aussicht für heute. Und die ist Misaels persönlicher Favorit, die Dünen von Morro d'Area. Wenn man sagt, boah, wir hatten eine von den schönsten Sonnenuntergänge von Kap Verden. Wirklich. Glauben wir sofort. Für Misael bedeutet dieser Ort Glücklichkeit. Einfach so. Einfach Natur. Relaxat. Das ist dieses kapverdische Wort. Entspannt. Relaxat. zurück zum Schildkrötennest der Turtle Foundation. Turtle Volcano! Wow. In kürzester Zeit sind die Schildkröten aus ihrem Nest geschlüpft. Ich will wissen, was Kate an diesen Tieren so fasziniert. Bevor ich anfing, mit Schildkröten zu arbeiten, wollte ich mit allen möglichen Tieren in Ländern überall auf der Welt arbeiten. Dann kam ich für meinen Freiwilligendienst bei der Turtle Foundation hierher, direkt nach der Uni. Und ich habe mich absolut in sie verliebt. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich finde sie einfach magisch. Jedes Mal, wenn wir eine erwachsene Schildkröte am Strand sehen, wissen wir, dass sie gegen so viele Widrigkeiten kämpfen musste, um es dorthin zu schaffen. Nur eins von 1000 Babys schafft es überhaupt bis zur Geschlechtsreife. Wenn wir so ein erwachsenes Weibchen dann bei der Eiablage sehen, wird mir umso klarer, wir müssen alles tun, was wir können, um ihnen zu helfen und um sie zu beschützen. Ich darf beim Auszählen helfen. Nach ihrem Freiwilligendienst 2015 arbeitet Kate heute hauptberuflich für die Turtle Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich aus Spenden finanziert. 88 Eier waren in diesem Nest, 78 zählen wir. Und jede einzelne Schildkröte hier auf den Kapverden ist wichtig. Die Schildkröten sind einer Reihe von Bedrohungen ausgesetzt. Die Hauptbedrohung ist die Wilderei. Die Kapverdianer essen traditionell Schildkrötenfleisch. Ich denke, dass es vor der ganzen Verschmutzung, dem Plastik, der Zerstörung des Lebensraums nicht so eine große Auswirkung hatte. Aber jetzt, da die gesamte Population gefährdet ist, müssen wir alles tun, denn sonst werden die Bestände immer kleiner. Die vom Aussterben bedrohten unechten Karettschildkröten stehen durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen unter internationalem Schutz. Die Kapverdischen Inseln sind weltweit das drittgrößte Nistgebiet für diese Art. 2018 wurde hier ein Gesetz verabschiedet, das das Wildern von Schildkröten unter Strafe stellt. Im Team der Turtle Foundation arbeiten viele Kapverdier als Ranger, um die Schildkröten zu schützen. Adilson leitet die Einsatzgruppe der Hunde- und Drohnenstaffel, die gemeinsam mit der Polizei versucht, den Wilderern das Handwerk zu legen.
Auch mit Projekten in Dörfern auf Boa Vista, die den Menschen neue Einnahmequellen ermöglichen, versucht das Team, die Wilderei zu beenden. Adilson selbst erinnert sich noch an die Zeit, in der Schildkrötenfleisch etwas Normales war. Macht es dich wütend, wenn jemand Schildkröten tötet? Oder kannst du es verstehen, weil es Teil der Kultur ist? Ja, manchmal kann ich es verstehen. Aber meistens nicht. Denn wir haben hier auf den Kapverden andere Optionen. Zum Beispiel die Fischerei oder sich irgendwo nützlich zu machen, um Geld zu verdienen. Aber die Wilderer machen es sich sehr leicht. Sie können das Schildkrötenfleisch zu jedem Preis verkaufen, schnell viel Geld verdienen. Das finde ich schlimm. Wenn jemand Hunger leidet, okay. Aber nur um das Fleisch zu verkaufen? Nein. Oh, ist die leicht. Hallo, kleiner Freund. Hallo. Ich darf beim Ausmessen und Wiegen helfen. So will die Biologin mögliche Veränderungen erforschen. Noch wiegen die Schlüpflinge nur 17 Gramm. Rund 80 kann eine erwachsene Schildkröte schwer werden. Wärst du lieber Biologin geworden, Nina? Ich wollte tatsächlich mal Meeresbiologin werden und das habe ich auch in ein Poesiealbum reingeschrieben. Also im Moment ja, im Moment würde ich das gerne jeden Tag machen, weil das einfach so süß ist. Wir entlassen die unechten Karettschildkröten ins Meer. Ein magischer Moment. Aber auch ein trauriger, denn es ist der Weg in eine ungewisse Zukunft. Die Verbauung von Stränden, Fischerei mit Schleppnetzen, Plastikabfälle, der Klimawandel und Wilderei setzen den Meeresschildkröten zu. Und selbst für Kate, die das hier schon hunderte Male miterlebt hat, ist es immer noch emotional. Wenn alles gut läuft, dann wird eine von ihnen in vielen Jahren hierher zurückkommen. Denn sie nisten immer an den Stränden, an denen sie auch geschlüpft sind. Ich wünsche Ihnen allen so viel Glück und hoffe, dass Sie so weit wie möglich kommen. Ich bin ziemlich stolz. Unser Tag bei der Turtle Foundation. Ein unvergessliches Erlebnis. Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Boa Vista. Mit der Fähre wollen wir nach Sal, um von dort aus nach São Vicente zu fliegen. Aber unsere Fähre fährt nicht. Zum Glück können wir diese hier nehmen, über São Nicolau nach São Vicente. 12 Stunden soll die Fahrt dauern. Für Fahrplanänderungen also lieber etwas mehr Zeit für die Reise einplanen und Reisekaugummis nicht vergessen. Okay, ich glaube, der Nina geht's richtig schlecht. Das wird hart für sie. Ich habe schon so ein Kaugummi genommen. Jetzt hat hier so ein kleines Mädchen da gekotzt. Riecht auch ein bisschen nach Kotze. Naja. Nach 12 Stunden haben wir es dann endlich geschafft. Gegen 3 Uhr nachts kommen wir in São Vicentes Hauptstadt Mindelo an. Die meisten sehen von der Stadt nur das hier. Hübsche, bunte Häuserfassaden im Stil der kolonialen Mächte Portugal und Großbritannien. Wir sind aber zu einer besonderen Stadtführung verabredet. In einen Stadtteil, in den sich Touristen nur selten verirren. Mein Name ist Balton. Das hier ist meine Nachbarschaft namens Ribeira Bot. Heute zeige ich dir mein Viertel. Wir haben unseren ganz eigenen Stil. Unsere Community hat Potenzial. Wir haben hier viele Künstler. Balton ist hier aufgewachsen. Lokale Künstler haben dem Viertel einen ganz eigenen Anstrich verpasst. Als ich aufgewachsen bin, waren die Wände so farblos wie diese Wand dort. Es gab keine Graffitis. Wenn die Wände besprüht sind, ist es besser. Durch die bunten Bilder werden die Wände auch nicht mehr so beschmiert, erzählt mir Balton. Die Menschen im Viertel sind kreativ. Da wird der kaputte Schuh auch mal mit einem alten Autoreifen besohlt. Ein
2/3 der Bevölkerung auf den Kapverden lebt unter der Armutsgrenze. Sie verdienen weniger als 800 € im Jahr. Belton lädt uns ins Haus seiner Familie ein. Mit seiner Cousine Erika darf ich jetzt backen. Funginho, ein Brandteig aus Bananen, Mehl, Zimt und Eiern. Wir sprechen nicht die gleiche Sprache, aber wir verstehen uns. Das sieht gut aus. Der Teig wird in heißem Öl frittiert. Erika verkauft das Gebäck oft auf der Straße. Oh, jetzt war ich so begeistert, habe ich ganz vergessen weiterzumachen. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Thank you. And we have to wait for her. Wir müssen auf sie warten. Sie ist doch mit uns. Du hast ja schon angefangen. Du hast gar nicht auf deine Cousine gewartet. Ich hab's versucht. Ich bin so hungrig. Nein, Spaß. Aber er versucht's wieder gut zu machen und bedient jetzt Erika. Schmeckt wie frittiertes Bananenbrot. Aber gut, sehr gut. So sweet. No, it's good. Yeah. Gar nicht so fettig, wie man denkt. Lässt sich gut essen. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen Zucker oben drauf. Spontane Straßenkonzerte sind hier nicht unüblich, denn Mindelo gilt als die kulturelle Hauptstadt der Kapverden. Wir sind mit Nani verabredet. Er liebt wie die meisten Kapverdier Musik über alles. Aber eine wichtige Sache unterscheidet ihn dann doch. Die wird er mir später noch verraten. Wir treffen uns an diesem speziellen Ort. Das hier ist nicht einfach nur abgebröckelt, sondern das Abbild der berühmtesten Sängerin der Kapverden, die hier in Mindelo geboren wurde, Cesaria Évora. Die Menschen aus der ganzen Welt kennen Cesaria Évora. Und die Musik der Kapverden, besonders Morna. Das hört sich ein bisschen an wie Fado in Portugal. Das sind ein bisschen traurige und melancholische Rhythmen. Na hora de despedir, crê também o vivo morna. Aber nicht nur die melancholische Musik prägt die Stadt, sondern auch das genaue Gegenteil. Nani, Karneval ist hier eine große Sache, oder? São Vicente ist ein kleines Brasilien. Eigentlich sieht unser Karneval aus wie der in Rio de Janeiro. Ich bin kein besonders großer Fan vom Karneval, aber da bin ich wohl einer von 1000. Die Menschen lieben Karneval hier in São Vicente. Warum magst du keinen Karneval? Ich weiß nicht, ich denke, ich bin ein eher ruhigerer Typ. Karneval ist sehr aufgeregt. Das ist einfach nichts für mich. Ich mag R&B. Ich mag romantische Musik. Du magst romantische Musik? Ja, vielleicht ist Karneval einfach nichts für mich. Und die Samba-Musik, worum geht's da? Es ist sehr aufregend. Mehr wie Sex. Und nicht sehr romantisch. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit versuche zu sagen. Ich verstehe, was du meinst. Das ist einfach nicht mein Ding. Das unterscheidet Nani also von den meisten, die hier auf São Vicente leben und das ganze Jahr auf die Karnevalstage hinfiebern. Die Samba-Gruppe Mindels Samba trifft sich zur Probe. Beim Musiker Elton geht die Liebe sogar unter die Haut. Du magst Samba wirklich, du liebst es. Jetzt darf ich es auch mal ausprobieren. Normally they use a protection here. Das ist ganz schön schwer, das Teil. This is quite heavy. Yeah.
Okay? Wir werden jetzt Samba spielen, okay? Okay? Slow. Langsam. Yeah. Hört sich doch fast schon ein bisschen wie Musik an. Aber zum Samba gehört ja noch mehr. Von Josie und Patricia gibt's jetzt noch eine kurze Samba-Tanzstunde. Sieht bei den beiden so locker aus, ist aber ganz schön anstrengend. What do I do with my arm? Yeah? Ich liebe den Karneval, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich liebe es, für die Menschen zu tanzen und die Trommeln zu spüren. Karneval ist mein Leben und meine Arbeit. Ich liebe es, seit ich ein Kind bin. Als gebürtige Rheinländerin und Wahlfrankfurterin gibt's dann noch eine deutsch-kapverdische Karnevalsfusion. Hello! Und dann das große Finale und ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie hier Karneval gefeiert wird. Und auch Nani, der eigentlich keinen Karneval mag, scheint es bei diesem Spektakel kurz vergessen zu haben. Für mich ist klar, irgendwann komme ich noch mal wieder, wenn hier Karneval gefeiert wird. Der nächste Tag beginnt sehr früh. Wir nehmen die Fähre auf die Nachbarinsel Santo Antão. Dies ist wohl die einzige Fährverbindung auf den Kapverden, die absolut nach Fahrplan funktioniert. 1 Stunde dauert die Überfahrt. Die zweitgrößte der kapverdischen Inseln ist im Süden wüstenhaft karg, im Norden satt grün, richtig tropisch. Wir sind mit Fredson verabredet und ich werde bei seiner Familie noch für Erheiterung sorgen. Alle lachen mich aus! Fredson ist auf Santo Antão geboren. Auf den Kapverden wird Portugiesisch und Kreol gesprochen. Kreol entstand in Zeiten, als Sklaven aus verschiedenen Teilen Afrikas gezwungen waren, sich mit ihren Herren zu verständigen. Die Grundlage dieser Sprache ist Altportugiesisch. Das Kreol ist auf jeder Insel anders. Auf manchen Inseln zum Beispiel, in Mindelo, hat sich der Einfluss von England auf den Akzent ausgewirkt. Auf Santiago, auf Fogo oder Mayo ist der Akzent durch Afrika beeinflusst. Sie haben Wörter, die viel näher an den afrikanischen Sprachen liegen. Wenn ich mit Leuten aus Santiago spreche, dann müssen sie wirklich langsam sprechen. Denn sobald sie schnell sprechen, kann ich sie nicht verstehen. Fredson lernt gerade auch noch eine neue Sprache. Ich lerne Deutsch, aber Deutsch ist eine starke Sprache. Schwere Sprache? Ja. Und, für mich ist es wirklich kompliziert und schwierig. Hat aber einen besonders schönen Grund, den erfahren wir später noch. In diesem Dorf ist Fredson aufgewachsen und lebt hier immer noch. Und zwar nicht allein. Ist das auch deine Cousine? Your cousin? Sie alle. Alle? Ist das ganze Dorf nur deine Familie? Nicht alle, aber die meisten. Most of them. Yeah. So Familie ist dir wichtig. Ich finde, Familie ist das Allerwichtigste. Und mit der kochen wir jetzt. Das kapverdische Nationalgericht, Cachupa. Die Grundlage? Mais. Vergeblich versuchten die Portugiesen, Weizen und Reis auf den Kapverden anzubauen. Was gut wuchs, war Mais.
Den müssen wir jetzt von seinen Schalen befreien. Das wird hier immer noch auf die traditionelle Art gemacht. Zwar gibt es ihn auch ohne Schale auf dem Markt zu kaufen, aber bei vielen Familien wächst der Mais hier immer noch im Vorgarten, also machen sie es direkt zu Hause. Like this? So? It's much more. Alle lachen mich aus. Du weißt nicht, wie es geht. So, can you Kannst show du es me? mir noch mal zeigen? Du musst genau in die Mitte treffen. Und dann mit Kraft. So. Okay. Okay, try. Okay, ich versuch's. Genau so. Gut, oder? Sehr gut. Ich glaube, die sagen, dass du es lernst. Jetzt muss Jonas sich beweisen. Anstrengend? Da braucht man wirklich kein Fitnessstudio hier. Die Schalen und Maiskörner müssen noch voneinander getrennt werden. Das funktioniert durch eine spezielle Wurftechnik. Die Schalen fallen in den Korb, der Mais bleibt drin. Mit dem geschälten Reis geht's jetzt zu Fredsons Cousine Adirna. Aber dann erfahre ich, wer hier der eigentliche Cachupa-Experte der Familie ist. Wer macht die bessere Cachupa, du oder ich? We don't know. Yes. Yes. Meine Großmutter hat es mir beigebracht. Ich bin mit meiner Großmutter aufgewachsen, denn meine Mutter ist gestorben, als ich noch klein war. Sie hat mir viele Dinge beigebracht. Meine Oma hat mir beigebracht zu kochen, das Haus sauber zu machen, meine Klamotten zu waschen. Und mein Großvater hat mir beigebracht, auf dem Feld zu arbeiten. Also kann ich all diese Dinge. Ich bin damit aufgewachsen. Die Basis Mais und Bohnen. Dazu kommen Kohl und jede Menge frisches Gemüse. Dafür geht's einmal in den familieneigenen Garten. Ich habe hier so eine Öffnung reingemacht, siehst du? Ja. That Die one? da? Ja. So you check, ja. Yeah, and now? Und jetzt? Turn it. Drehen. Okay. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Avocado geerntet habe. Und auch das Bananenernten ist für mich eine Premiere. Noch nicht ganz reif, aber genauso müssen sie für die Cachupa sein. Obwohl es hier auch einen Gasherd gibt, schwört Fredson auf die Zubereitung über dem Feuer. Den Unterschied würde man schmecken. Ganz schön heiß. You love Du liebst Cachupa. Cachupa. Ja. Ich kenne keinen Kapverdianer, der keine Cachupa liebt. Does she Mag love? sie es? Ja. Magst du gerne Cachupa? Mehr oder weniger. Früher wurde Cachupa morgens, mittags und abends gegessen. Vielleicht war Adirna das einfach zu viel. Während unsere Cachupa köchelt, zeigt Fredson uns die Umgebung. Und wir erfahren endlich, warum er gerade Deutsch lernt. Seine Freundin Melissa ist Schweizerin. Erst mochte sie nur die Kapverden. Dann traf sie Fredson. Liebe und Passion für die Kapverden hat sich dann verbunden. Mein absolutes Lieblingstal auf den Kapverden. Kein Tal ist so schön wie Ribera da doch. Das Tal der Türme ist wirklich einzigartig. Santo Antão ist eine Wanderinsel. Nur so kann man die tolle Landschaft erleben. Ein bisschen wie im Garten Eden zu wandern, oder? Seit 2019 sind Melissa und Fredson ein Paar. Sie arbeitete im Tourismus, jetzt haben sie hier ihre eigene Agentur gegründet. Du machst immer noch Fotos, du hast das doch schon so oft gesehen. Ja, ich weiß, aber jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich, es sieht noch schöner aus als letztes Mal.
Santo Antaos Natur ist beeindruckend. Am frühen Abend kommen wir in Ponta do Sol an. Hier soll es den schönsten Sonnenuntergang der ganzen Insel geben. Melissa pendelt zwischen Zürich und Santo Antão. Die Zeit auf Santo Antão genießt sie. Man findet irgendwie immer wieder zu sich selber. Das geht in Europa so schnell verloren, in diesem Alltag, in dieser Hektik. Und hier, die Uhr tickt hier einfach anders. In der Corona-Pandemie saß Melissa auf einmal für 6 Monate hier fest. Ihre Liebe war damals noch ganz frisch. Ist es okay für dich, sie immer wieder gehen zu lassen? Oder hättest du sie lieber die ganze Zeit hier? Es ist gut, wenn man jemanden vermissen kann. Natürlich mag ich es nicht, wenn sie geht. Dann vermisse ich sie sehr. Aber wenn sie dann zurückkommt, dann ist es wirklich etwas Besonderes. Es bringt uns näher zusammen. Unsere Cachupa ist fertig. Die Suppe wird hier mittags oder abends gegessen. Die trockene Variante zum Frühstück. Yes, usually we use the dry one for breakfast. Njam, njam, njam. Yum, yum, yum. Ready to eat. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe Hunger. Ja, ich weiß. Ich auch. Tastes good? Ja, sehr würzig. Erinnert mich so ein bisschen an eine Linsensuppe in Deutschland. Oh ja, schmeckt super lecker. Schmeckt wie als wäre Speck drin, aber da ist ja kein Speck drin. Das ist dieses Raucharoma, oder? Lecker. Es hat sich gelohnt, dass wir das über dem Feuer gemacht haben. Ein schöner letzter Abend auf Santo Antão. Für uns geht es weiter nach Santiago. Sie gilt als die afrikanischste Insel der Kapverden. In der Hauptstadt Praia sind wir mit Antonio verabredet. In der riesigen Markthalle. Und wir staunen über die starken Balance-Künstlerinnen. Und zack, werde ich selbst eine. Also fast jedenfalls. Oh. Kannst du vielleicht laufen? No. Jedenfalls nicht ohne Bananenmatsche zu machen. Schwer ohne Loslassen. Ja, vom Gewicht geht's. Ich finde eher die Balance ist schwieriger. Auf dem Markt wird nicht nur eingekauft, sondern auch gegessen. Antonio lernt noch nicht so lange Deutsch, daher switcht er manchmal noch ins Englische. Papa ist ein traditionelles Gericht von den kapverdischen Inseln. Es besteht aus Mais. Und wir mischen den mit Kuhmilch. Aber nicht mit frischer, sondern mit der von gestern. Oder der von vor 2 Tagen. Es schmeckt sehr bitter. Aber du musst es probieren. Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so verlockend. Schmeckt wie ein richtig ekliger Käse. Eine Mischung aus Ayran und Hefe. Das war auch nicht so mein Ding. Sehr lecker. Wunderbares Essen. Jetzt kommt, glaube ich, meine Lieblingsabteilung. Obst.
Hier gibt's Sorten, die wir noch nie probiert haben. Auf Santiago gedeiht diese Frucht, die Stachelanone. Es riecht ein bisschen wie Apfel und Banane gemischt. Es schmeckt ein bisschen wie Banane. Ein bisschen. Ja, stimmt, ja. Sehr süß. Ja. Sie wird im Deutschen auch als Sauersack bezeichnet. Ob Jonas das wusste? Nee, schmeckt mir nicht. Ich bin im Obsthimmel. Überall gibt's frische Maracujas. Oh, lecker. Gut gestärkt geht's in die ehemalige Hauptstadt von Santiago, nach Cidade Vella. Hier nahm die Besiedlung der Kapverden ihren Anfang, denn genau hier legten die ersten portugiesischen Siedler an. Antonio zeigt mir die Rua de Banana. Bis in die 1980er lagen die Häuschen hier in Ruinen. Mithilfe der UNESCO wurden sie originalgetreu renoviert. Hier bekommen wir einen Eindruck, wie einfach die ursprüngliche Kolonialarchitektur der ersten Jahre war. Cidade Vella war damals das Drehkreuz des Sklavenhandels. Von der Westküste Afrikas nach Nord- und Südamerika. Und hier wurden sie bestraft. Öffentlich? In der Öffentlichkeit, vor allen anderen, um sie einzuschüchtern. Heute ist es für uns ein Symbol der Schande. Es erinnert uns an die Vergangenheit und daran, was unsere Vorfahren hier durchmachen mussten. Heute steht hier nicht mehr der Originalpranger. Nach der Unabhängigkeit von Portugal 1975 wurde er teilweise zerstört. Im ehemaligen Konzentrationslager bei Tarrafal blicken wir dann noch einmal in die bedrückende Vergangenheit Kapverdens. 1936 kamen die ersten gefangenen Widerständler aus Portugal hier an. Der Nachbau der Frigidea, der Bratpfanne. In diesem Folterbau herrschten Temperaturen von bis zu 50 Grad. Die Überlebenden nennen es das Lager des langsamen Sterbens. Von 340 Inhaftierten kamen 32 ums Leben. 1954 wurde das Lager geschlossen. Später wurden Widerständler afrikanischer Kolonien Portugals hier inhaftiert. Mit der Nelkenrevolution 1974 in Portugal kam es zur Befreiung der Häftlinge. Bis heute bringen wir unsere Schulkinder hierher, um ihnen beizubringen, wie unsere Vorfahren gegen das System gekämpft haben. Und um ihnen beizubringen, dass sie das System nicht einfach akzeptieren sollten. Sie sollten gegen Ungerechtigkeit kämpfen, wie in der Vergangenheit. Darum erhalten wir das Konzentrationslager als ein Museum, um an die Geschichte der Menschen hier zu erinnern, um zu zeigen, dass die Menschen hier bis zum Tod für unsere Unabhängigkeit gekämpft haben. Das Einzige, was sie wollten, war unsere Unabhängigkeit. In Tarrafal entdecken wir unseren absoluten Lieblingsstrand. Hier stimmt einfach alles. Passend zum Lebensmotto hier auf den Kapverden. Cabo Verde, no stress. Warum seid ihr nie gestresst? Wir sind nie gestresst, denn das lernen wir schon von unseren Eltern. Dass wir immer alles auf die beste Art und Weise nehmen sollen. Uns von nichts stressen lassen sollen. Wir lernen das von unseren Eltern. Dass wir uns über nichts Sorgen machen sollten. Die Dinge nehmen, wie sie kommen. Das ist der Grund, warum wir hier immer sagen, no stress. Eine spannende Reise geht zu Ende.
Mit so vielen schönen Erinnerungen auf den so unterschiedlichen Inseln. Und das mit dem No Stress merken wir uns auf jeden Fall.